direkt dahinter kämpft Daniel Kahn. Get down in the car, one time give it all. Bust it open hard, let me see you jump. Get down in the get down in the car. Get down in the car. Welcome to VTR TV. Madness on track. Get down in the car. Oh Mann, oh nee. Oh nein, da kommt Tommy. Da kam und Ben holt sich mit dem Sieg einfach sensationell. Hallo liebe Simracing und Motorsportfreunde und ein ganz besonders herzliches Willkommen hier im Land der aufgehenden Sonne. Das dritte Saisonrennen der Sunday Grand Prix Series steht auf dem Programm. Und wieder haben sich so viele Jungs angemeldet, dass wir heute wieder 3 Splits haben und die Hälfte unserer Jungs im dritten Split fahren. Langsam wächst mir hier die Arbeit über den Kopf. Naja, schauen wir erstmal auf das Rennen heute. Natürlich werden wir vom dritten Split wie immer auch wieder einen Highlight-Clip bringen. Schauen wir uns jetzt erst einmal das Rennen des zweiten Splits an. Tommy ist dabei und auch unsere Josephine ist heute wieder mit am Start. Die ist wieder richtig schnell unterwegs. Schauen wir mal, was das Rennen heute so bringt. Würde ich sagen, wünsche ich euch einmal ganz, ganz viel Spaß. Good evening. Mike is live. Good evening. How are we doing? It's Sunday GP time. We're at Suzuka. If you and I are up near the front, this must be the third split. There's a lot of new names. Quite a few I feel so disappointed well-known in myself names, for though. getting into the third split. Yeah, the influx since the new tyre update's been quite big. So a few of us are getting split up at the minute. Unfortunately, Ben's PC is having a reinstall, so he's not even in second split today. Ja, liebe Zuschauer, da sind wir also wieder in Suzuka zu Gast. Und wieder haben sich fast 100 Fahrer angemeldet, sodass wir wieder 3 Splits heute haben. Die meisten unserer Jungs und Mädels fahren im dritten Split, sodass wir dann dort auch mal einen Blick hinwerfen. Und wie ihr gerade vorhin von unserem Bayern gehört habt, ist unser Ben heute leider nicht am Start. Hardware-Probleme. Ja, Byron und Wolfram und Thomas sind wahrscheinlich dann im dritten. Ja, ist was zu tun, ne, Patrick? So, ich muss mal gucken, ich weiß nicht, ob ich nach dem Rennen Zeit habe. Der Samuel, der ist beim Kumpel in Neuss. 3300 ist der Cut. Wir haben heute wieder 32 Fahrer pro Split. Im zweiten Split haben wir 8 F1-Fahrer. Und wie vorhin schon gesagt, Tommy und Josephine fahren hier im zweiten Split. Alle anderen sind im dritten unterwegs. Ja, Löschne 2 sind in der Disco. Okay. Ja, alles gut. Ja, die Mama vom Samuels Kumpel, die hat jetzt gerade schon angeboten, da, dass sie mir den aus Neues bringt. Das ist natürlich dann... Der aktuelle Championship-Leader Mike Christopher Jr. ist heute auch am Start. Und zurzeit läuft noch die Practice Session. Qualifying müsste gleich losgehen. Cool track. Aber Lück wieder, ach nö, ja. Im Pre-Race hat Josephine schon mit Luc gekämpft. Right, gonna start my stream. Be right back. Und konnte ihn dort besiegen. Schauen wir mal, wie es jetzt läuft. Hallo Stream. So, oh, ich habe einen Frosch im Hals. Hello and a very welcome to Suzuka. Oh, wait a second. Wirklich sehr, sehr schade, dass wir unseren Ben heute nicht am Start haben. Das fühlt sich irgendwie seltsam an. Second Split, ja, Ian Haycox ist hier, okay, Chris Roberts.
Janne Lehmann, Tamar Spartfeil. Oh, Wie gesagt, die Elite der F2 Championship ist heute hier am Start. Bastian hier. Und Adam. Sehr schön. Adam ist heute auch hier im zweiten Split am Start. Ihn begrüßen wir dann nach dem Rennen im Chat. Und natürlich gibt es nach dem Rennen wieder ein Race-Debriefing in Tommys Twitch, zu dem wir alle Fahrer herzlich einladen. Da ist der Jamison Hofmann, der sagt, er wollte ein bisschen rumchillen. Oh, there are some guys with high pings. From Carolina West. Und damit haben wir das Training abgeschlossen und die Qualifikation geht jetzt hier los. Wie immer 2 Runden. Eieiei. Okay, qualifying starts. All the best, guys. Und da müssen jetzt auch langsam die ersten Zeiten reinkommen. Philipp Kuhnhardt 1,46,292, aktuell auf Pole vor Oliver Verhegen. Ted-Jan Blömen hat sich jetzt auf P2 gesetzt. Tamar Spartfeil P5, Janne Lehmann P6. Und da ist jetzt auch Luke Teunissen das erste Mal über die Ziellinie gekommen. Eine 1,46,249. Aktuell Pole Position und da kommt Josie um die Ecke. Josie hatte ja einen ganz starken Auftritt in Truxton. 9. P3 im zweiten Rennen, nicht schlecht. Schauen wir mal, was er heute hier bringen kann. Ich glaube, die erste Runde war eher zum Warmfahren, eine 1,50, nur P20. Tommy aktuell auf P9. Und da kommt jetzt auch Mike Christopher Jr., unser aktueller Championship Leader, ein zweites Mal über die Ziellinie. Aktuell P3, 1,46,390. Da haben wir heute echt wieder einen knüppelharten zweiten Split. Das Stranger Field liegt bei 2729. Und da kommt jetzt auch Tommy ein zweites Mal Richtung Ziellinie. Ein Stück hat er noch. Tamar Spartfeil, Zweitplatzierter der letzten Saison, kommt jetzt hier ein zweites Mal über die Linie. Und da geht Oliver Verhegen über die Strich. Aktuell Pole Position 1,45,792. Dahinter Ted-Jan Blömen auf P3 Luke Teunissen, P4 Philipp Kuhnhardt. Jetzt hat sich John Stevens auf 4 nach vorn dazwischen geschoben. Adam aktuell auf P26, der hat mal wieder die Qualifikation etwas verkackt. Christian Wagner, der Gewinner des letzten Rennens, P19. Mike Christopher Jr. nach der zweiten Runde P3. Oh, Josephine Becker. P6. Eieieiei. Wow. Josie P6, absolut top. Top Ausgangsposition. Vor John Stevens, Philipp Kuhnhardt und Tamar Spartfeil. Ja. Wow. Bin ein bisschen aufgeregt. Ja. 10. Platz für mich. Haben wir noch. Ryan Turcotte ist einer der wenigen, der hier aktuell noch auf der Strecke unterwegs ist. Oh, Adam. 1,49. Auch Barry West kommt jetzt hier ein zweites Mal Richtung Ziellinie, liegt aktuell noch ganz hinten. Wieder. Guck mal, ob ich was zu trinken finde hier. Und da geht's für Barry auf P15 nach vorn. Solide Ausgangsposition, würde ich sagen. Lorenz Gabor fährt mit deinem Hanna Paint. Ja. Sehr, sehr schön. Das Design auf Lorenz Fahrzeug, das stammt von unserem Tommy. Lorenz ist auch einer der letzten, die hier noch auf der Strecke unterwegs sind. Am Ende unsere Josephine auf P6. Tommy startet von der 10. Startposition. Und unser Adam hat mal wieder die Qualifikation versemmelt und startet von P30. Und damit ist die Qualifikation auch jetzt beendet. Okay, guys, all the best for you in the race. Da haben wir also Oliver Verhegen auf Pole Position, vor Ted-Jan Blömen, auf P3 Mike Christopher Jr., von P4 startet Luke Teunissen und auf P5 Antonio Alvarez. So, ihr Lieben, check your setup, check your spotter. Oh, und ich sehe hier in der Zeitenliste, auch Sebastian Starke hat heute keine Qualifying-Zeit hinbekommen und muss von ganz hinten starten. Genauso wie Adam Klatzka und F1-Fahrer Chris Roberts. Da bin ich vor allem mal auf Josephine gespannt, die von Startplatz 6 aus heute ins Rennen geht. Ja, nochmal den Text schreiben, dass die aufpassen sollen. Aber es sind fast nur bekannte Leute diesmal da. Ja. Oh, der. Oh, good luck, chaps. Good luck, chaps. Ich hab Puls. Alles Gute.
Fast der komplette Grid steht hier schon bereit. Und jeden Augenblick müsste dann auch die Startampel erscheinen. Oliver Verhagen in Front. Warum so nervös? Ja, warum so nervös? Es ist nur ein scheiß Computerspiel, ne? Echt mal. So 30 Sekunden. Wenn wir hier mal schauen, was für Rundenzeiten die hier fahren. Josephine auch knapp die 45 verpasst. Sollte mal ins Grid gehen, ne? Warten alle auf dich. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Grüne Flagge und das Rennen ist eröffnet. Topstart für Ted-Jan Blömen. Direkt neben ihm Pole-Sitter Oliver Verhagen. Und auch Mike Christopher Jr. ist da top aus den Startlöchern gekommen. Und da hinten kracht schon, da fliegen die Autos. Oh, ich sehe da auch unseren Adam. Während hier vorne Ted-Jan und Oliver zu zweit in die Kurve gehen. Da hat sich Ted jetzt auch durchgesetzt. Auf 3, wie gesagt, Mike Christopher Jr. Auf 4 haben wir Luke Teunissen. Und auf 5 unser Josephine. Antonio Alvarez auf 6, John Stevens auf 7. Dahinter haben wir dann Tamas Bartfei auf 8, Janne Liemen auf 9, Philipp Kuhnhardt auf 10 und Tommy auf 11. Den Unfall werden wir uns nachher gleich nochmal in Ruhe anschauen, doch jetzt erstmal hier vorne. Josephine auf P5 setzt da Luke Teunissen so richtig unter Druck, will hier gleich am Anfang vorbei. Da gibt es auch schon die ersten Angriffsversuche. Oh nein, das ist schief gegangen. Oh, Vorsicht, da kommt auch Antonio Alvarez quer durch die Botanik geschossen, der nächste Treffer. Und da hinten geht noch einer fliegen. Jetzt geht es aber hier richtig rund. Wie viel hat die Seitenkasten verloren, wie es aussieht? Damit jetzt Antonio Alvarez auf P5 nach vorn gerutscht. Und wir schauen uns jetzt schnell nochmal den Unfall vom Start an. Adam Platzka hier. I see a black, oh dear, a black one. It happens when you don't good and good qualify. And then I think here Matthew Cockerham wants to be careful. So, but we have another incident. Here's a car in the wall. Jameson Hofmann here with car number 2. No, 4 wide. 5 It's a very look. 5 wide, wide. almost 5 wide. It's a high rated driver. Oh, Finish line, let's go 5 wide, because that's how you win. Ein wilder Schottunfall und wir gucken uns direkt gleich nochmal Josephines Unfall an. Haycox ist auch raus. Während unser aktueller Champion John Stevens hier von Vize-Champion Tamas gejagt wird, die Plätze 4 und 5. Josephine Becker und Luke Teunissen. It's not a corner for a dive bomb. As an idiot that has no idea what he's talking about, is that it didn't look like the pass was set up properly. You know what I mean? Spend a little bit more time trying to set that pass up. Yep. But Josephine has no other chance for this corner. No, you're right. And I think Luke had to brake on this situation because he must know if I do not brake, it will end up in a mess. And I don't try to make a pass there. That's a pretty dangerous place to try to, in my opinion, to try to. Oh, Signal 1. That's a... Yeah. 50-50 is, Oh, Antonio Alvarez was behind this incident and Now Antonio's a passenger. Und durch den Crash ist Josephine bis auf P12 zurückgefallen. Sehr, sehr schade und das Auto hat auch eine Beschädigung. Wie es aussieht, kann sie aber zurzeit weiterfahren. Sehr, sehr schade. Hier gibt es jetzt ein Überholmanöver. Lorenz Schaber ist an Keith Horner vorbeigegangen und da liegen die nächsten. Da hat es schon wieder gekracht. Oh nein, und ich sehe gerade, da war Mike Christopher Jr. beteiligt. Runde und schon so viele Unfälle. Steht hier auch an der Box und ist ausgeschieden. Sehr, sehr schade. Hier vorne John Stevens kämpft mit Tamas Bartfei um P3. Ganz vorn Ted-Jan Blömen konnte sich von Luke Teunissen schon ein Stück absetzen. 1,5 Sekunden Abstand. Wie gesagt, auf P3 John Stevens, P4 Tamas Bartfei und auf P5 haben wir Janne Liemen. Und wir müssen noch den Unfall nachreichen, der direkt hinter der Josephine in Runde 1 passiert ist. We have Björn Mattison here and who is it? Sebastian O. Peterson. Oh, that looks a little bit dive bomb. Oh, Code Brown. Code Brown. Code Brown. Careful, hit the brakes, otherwise you will destroy your back wing. Ja. Kann auch nicht durchfahren dann. Tommy ist inzwischen auf P8 angekommen und kämpft dort mit Philipp Kuhnhardt, Antonio Alvarez und Jordan Westphal um die Position. Ein Stück weiter dahin versucht Christian Wagner an Miguel Morland vorbeizugehen, der wehrt sich aber noch und wir schauen uns direkt jetzt nochmal den Unfall von Mike Christopher Jr. an. Oh, wow. Oliver. Oh dear. Mike Christopher Jr. Oh no, Mike Christopher Jr.
Yeah. I think he missed his breaking point. Like, A little bit too late, yeah. yeah. Wrong train. I think he's aiming for the Pacific Ocean. Ganz schön was los jetzt hier aktuell im Feld. Tedjan Blömen, unser Leader, hat inzwischen über 2 Sekunden Vorsprung auf Luke Teunissen, der sich hier auf P2 befindet. Jetzt haben wir dann aktuell auf P3 Tamas Bartfei und auf P4 John Stevens, P5 Janne Liemen und auf dem 6. Platz Antonio Alvarez. Vorbei an die 2. Antonio hat jetzt auch schon über 2 Sekunden Abstand nach vorne zu Janne Liemen. Unser Tommy hier mittendrin im Kampf um die vorderen Plätze. Und auch Josephine hat er noch nicht aufgegeben und kämpft sich durchs Rennen. Aktuell liegt sie hier auf P11 und kann die Rundenzeiten mitgehen. Schade um den Unfall in der ersten Runde. Ich bin mir sicher, Josephine hätte heute hier um den Sieg mitkämpfen können. Hat ja das Pre-Race auch überzeugend gewonnen. Und hinterm Tommy hat man einen Zwischenfall, den ich überhaupt nicht bemerkt habe. Den reichen wir jetzt mal nach. On lap 3 is position 11, so let's take a look what happened here. That was a close one. Careful. That is absolute nightmare fuel. The following, I just want to say, it's such a fast corner, and you need. But then here, Christian Wagner, no chance. Bomb. Okay. And Lawrence Garber also don't survive this crash. Oh dear. Und wie ihr vielleicht noch im Augenwinkel gesehen habt, gab es jetzt hier vorne ein paar Verschiebungen. Philipp Kuhnhardt, Jordan Westphal und Tommy kämpfen da um die Position gemeinsam mit Antonio Alvarez. Und da ist Tommy auch direkt wieder an ihm vorbeigegangen. Philipp Kuhnhardt aktuell auf P6, dahinter Jordan Westphal auf P7 und unser Tommy P8. Antonio Alvarez auf P9, dahinter haben wir Miguel Morland, der sich eben für seine Aktion mit Sebastian Petersen entschuldigt hat. Dahinter Christian Wagner. Auf P12 haben wir aktuell unser Josie und so wie es aussieht, kann sie hier die Pace aktuell auch mitgehen. Dann haben wir auf P13 Barry West, der verfolgt wird von Daniel de Sousa, den wir hier mal im Bild haben. Dahinter dann AJ Jesse, Ryan Torcote, Keith Turner, Manning Grinham und Sebastian Starke auf P19. Nach einem verkorksten Qualifying hängt Sebastian hier auf P19 fest. Und er hat schon über eine Sekunde Abstand nach vorn zum Manning Grinham auf P18. Während es hier vorne richtig zur Sache geht. Daniel de Sousa ist jetzt an Barry West vorbeigegangen. Und davor hier auf P11 Christian, der Sieger des letzten Rennens in Traxen, hat seinen Rückstand zu Miguel Morland vor ihm auf P10 zugefahren und will da wahrscheinlich jetzt auch in die Top 10. Hier hinten AJ Jesse macht Druck auf Barry West. Nach vorn zu unserer Jersey haben die Jungs schon einen Abstand von über 3 Sekunden. Hier hinten Sebastian P19 und Hahn Sommer P20 werden verfolgt von Bruno Araya, ungefähr eine Sekunde hinter den Jungs. Und wir haben schon 7 Fahrzeuge an der Box stehen, die heute kein Rad mehr bewegen. Sehr, sehr schade. Unter anderem steht da auch unser Adam, der es heute leider nicht mal bis zur Startlinie geschafft hat. Da muss man dann auch fairerweise sagen, der Unfall ging auf Adams Kappe. Wir haben ja direkt nach dem Rennen wieder unser Race-Debriefing inklusive Crash-Analyse und da werden wir unseren Adam auch zu Gast haben. Bin ich mal gespannt, was er da zu seinem Unfall zu sagen hat. Wie immer sind alle Fahrer, die hier bei uns im Rennen dabei sind, herzlich dazu eingeladen. Dort werden wir uns dann sicherlich auch nochmal den Unfall von Josie in der ersten Runde anschauen. Schade, dass Josie aktuell kein funktionierendes Mikrofon hat und sich damit einklinken kann. Nach dem hochkarätig besetzten Vorrennen, was Josephine heute hier gewinnen konnte, bin ich voller Hoffnung natürlich hier in das Rennen gestartet. Sehr, sehr schade. Josephine hatte heute auf jeden Fall die Pace, um vorne um den Sieg mitkämpfen zu können. Leider hat sie jetzt ein beschädigtes Auto, liegt aber immer noch auf einem sehr guten 12. Platz. Schauen wir mal, was das Rennen noch so bringt. Hier vorne alles beim Alten. Tedjan Blömen weiterhin in Führung mit dem Sicherheitsabstand vor Luke Teunissen. Auf P3 haben wir dann Tamas Bartfei, P4 weiterhin John Stevens, auf 5 Janne Liemen. Und Tommy hat es gerade gesagt, hinter ihm Antonio Alvarez hatte da Probleme, da gab es einen großen Unfall. Den schauen wir uns direkt mal an, wir schalten sofort hin. Josephine sehe ich relativ auf Platz 12. Wie es aussieht, hat es zu 9 und 11. Antonio, nur für eine Frage. Oh, that's the reason why Christian Wagner gets out. Oh, Wow. that's Okay.
Okay, I'm a rocket man. Yes, but take a look, guys. It looks like that Miguel Morland is braking a little bit earlier. Yeah. And the guy behind him, Christian, does not expect that. Changes his car to a yellow cannonball and bam, and hit Antonio Alvarez. Oh dear. That's brutal. Der Zwischenfall hat jetzt die Reihenfolge hinterm Tommy ganz schön durcheinander gemischt und unser Josie ist bis auf P10 nach vorn gekommen. Wird verfolgt von Daniel de Souza, Ryan Turcotte, Barry West und AJ Chessie. Und wir hatten noch einen Zwischenfall, den wir unbedingt mal nachreichen müssen, ein Stück weiter hinten im Feld. Wir schalten hin. Wow. Oh, Russell J. Bright. Oh, dive bomb. Bomb. Wow. Oh, wow. Okay. Excuse me, pardon me. Right. Get out of my way, I'm dive bombing. Right. Yeah, I like that. Oh dear. And Russell hits Sebastian. Oh, this is also not Sebastian's race today. Sehr, sehr schade. Sebastian hatte so einen tollen Start in die neue Saison. Heute läuft es mehr als durchwachsen. Dafür hat Tommy hier ein absolut solides Rennen. Man muss bedenken, dass vor ihm ja auch noch eine Menge F1-Fahrer unterwegs sind. Einige sogar hinter ihm. Wie gesagt, wir haben heute 8 F1-Fahrer im Feld. Ryan Turcotte kämpft hier mit Daniel de Souza um die Position. Konnte auch an ihm vorbeigehen. Dahinter Barry West, AJ Chessie und Keith Turner. Die Jungs verfolgen hier Josephine, die hier sukzessive an Zeit verliert, hat natürlich ein beschädigtes Fahrzeug. Und wir befinden uns ja gerade erst in Runde 6 von 19. Das ist noch ein sehr, sehr weiter Weg zu gehen. Das wird ganz schön schwer für Josie mit dem kaputten Fahrzeug. Noch hat sie ungefähr 1,5 Sekunden Vorsprung auf die Verfolgergruppe. Und weiter hinten im Feld hat man den nächsten Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Wir schalten direkt hin. Okay, here we are. Bruno Araya again. Oh, careful. Bam. Okay. Oh, Bruno. Oh, Sebastian. Oh, come on. Das ist da echt nicht nötig, oder? Sebastian, ehrlich? Sebastian und, ja. Okay. Ach, Sebastian wird heute von einem nach dem anderen hier abgeräumt. Ein völlig vermurkstes Rennen. So ein toller Community-Fahrer und selber so ein absolut fairer und sauberer Racer. Unsere Stammzuschauer, die hier letzte Saison mitverfolgt haben, die werden alle wissen, wovon ich spreche. Und wir hatten im Hinterfeld den nächsten Zwischenfall, den wir nachreichen sollten. Schalten wir auch da gleich hin. After a pit stop, Antonio Alvarez on his outlap smash into the wall. Antonio Alvarez. Arrivederci. Bye into the box. Ich schätze mal, da konnte Antonios Pit-Crew nicht alle Schäden reparieren. Sehr, sehr schade, da haben wir jetzt schon den 8. Komplettausfall zu verzeichnen. Von dem ganzen Trubel hinten bekommen die Jungs hier vorne an der Spitze nichts mit. Ted-Jan Blömen immer noch mit beruhigendem Vorsprung von über 2 Sekunden auf Luke Teunissen, der letzte Runde die schnellste Runde des bisherigen Rennens gefahren hat. Die 2 Jungs können sich von ihren Verfolgern immer mehr absetzen. Nach hinten zu Tamas Bartfei ist schon eine Lücke von über 5 Sekunden. Tamas kämpft ja auch die ganze Zeit mit John Stevens. Wir haben die Jungs hier mal im Bild. Die werden verfolgt von Janne Liemann und Philipp Kuhnhardt, der da auch noch in Reichweite ist. Und Jordan Westphal ist da auch nicht so weit weg. Die Jungs gehen jetzt in ihre 8. Runde. Und die Plätze 3 bis 7 noch dicht beisammen. Tommy fällt da schon leicht zurück, hat aber auch einen gehörigen Vorsprung auf den Rest des Feldes. Matthew Cockerham nach Reparaturstopp aus der Box wieder rausgefahren. Damit verringert sich die Totalausfallzahl auf 7. Und wir sehen sie auch schön optisch, der Riesenabstand zwischen Tommy und dem Rest des Feldes. 10 Sekunden liegen da ungefähr dazwischen und hier gibt es jetzt die nächsten Angriffe. Josephine ist da schon zurückgefallen. Ryan Turcotte ist an ihr vorbeigegangen und von hinten drückt jetzt auch Daniel de Souza. Und Barry West ist da auch, denke ich mal, gleich zur Stelle, gemeinsam mit AJ Chessie. Unser Tommy hatte heute einen mehr als soliden Start in das Rennen und liegt hier auf einem super 8. Platz. Während wir hier sehen, Josephine hat jetzt den nächsten Platz verloren, Daniel de Souza ist vorbeigegangen, kämpft sie immer noch tapfer und kann hier mit den Jungs mithalten. Zweiter Gang da im Ausgang von der letzten Kurve ist heftig so in Höhe, aber es ist Sorry für den miesen Ton in Tommys Switch heute, das haben wir leider erst nach dem Rennen festgestellt und konnten es dann nicht mehr korrigieren. Und Barry und AJ machen jetzt richtig Druck hinter Chessie. Ihr wisst, Barry ist ein F1-Fahrer und da lässt Chessie ihn auch vorerst ziehen und ich denke mal, da wird auch gleich AJ und Manning mit durchgehen. Auch Keith Turner ist da durchgeschlüpft und Josephine ist von P10 bis auf P16 zurückgereicht worden.
Sehr, sehr schade. Jetzt macht sich das kaputte Auto bemerkbar. Zum Glück ist Bruno Araya, der sich aktuell auf P17 befindet, über 7 Sekunden weit weg. Ted-Jan Blömen, unser Leader, kann seinen Vorsprung weiterhin bei 2 Sekunden halten und befindet sich gerade aktuell in Runde 9, also gehen wir jetzt schon auf Halbzeit zu. Weiterhin auf P2 Luke Teunissen und auf P3 Tamas Bartfei, der immer noch verfolgt wird von John Stevens und Janne Liemann. Allerdings sind die Jungs dahinter schon sehr weit weg. Der Abstand zwischen Luke Teunissen und Tamas Bartfei beträgt über 5,5 Sekunden. Aber auch Tamas, den wir hier auf P3 im Bild haben, konnte sich jetzt schon ein kleines Stück vom John freifahren. Über eine Sekunde Vorsprung, dahinter Janne Liemann, der jetzt Druck bekommt von hinten. Philipp Kuhnhardt konnte seinen Rückstand da komplett zufahren und macht jetzt Druck auf die Gruppe. Da bin ich dann mal gespannt, wenn wir dann im dritten Split schauen, ob es da auch so turbulent zugegangen ist wie hier heute im zweiten Split. Beim ersten Rennen in Road Atlanta, da hatten wir ja schon 3 Splits und bei beiden Rennen parallel in der ersten Kurve einen riesigen Massencrash. Tommy muss nach vorne immer mehr abreißen lassen, der Abstand beträgt jetzt schon 3 Sekunden, aber auch nach hinten ist er safe. Mehr als 10 Sekunden Abstand zu Ryan Turcotte, der es geschafft hat, an Miguel Morland vorbeizugehen. Und nachdem es jetzt mal ein paar Runden ruhig war, gab es den nächsten Zwischenfall, den wir uns anschauen sollten. Auch da schalten wir direkt mal hin. Das ist Roberts and Bruno Araya. Car number 8. Oh, that's a... I would say that's a good save. Yeah, that could have been worse. Yep. That's a good Yeah, save. you held on. Turned in a little bit too early. Ja, You aber did die good Jungs holding behalten. the luck. Auch für F1-Fahrer Chris Roberts läuft diese Saison überhaupt nicht, während es jetzt hier den nächsten Angriff gibt. AJ Jesse ist an Barry West vorbeigegangen. Von hinten drückt Keith Horner. Und auch Manning Grinham ist da ganz nah dran. Unsere Josephine ist da jetzt ein Stück weit zurückgefallen. Und wir haben noch einen Zwischenfall nachzureichen. Auch den schauen wir uns jetzt direkt gleich mal an. Björn Mathiesen. Oh. Ah. But is he all Thunderfoot? Yep. I'm spinning. Better keep my foot in. Ja. But look, he's car number 3, so he must be a high-rated driver. Und nachdem AJ Jesse an Barry vorbeigekommen ist, kann er sich gleich auch ein Stück absetzen und Barry gerät hier unter Druck von Keith Horner. Manning Grinham lauert direkt dahinter und mit ungefähr einer Sekunde Sicherheitsabstand unsere Josephine. Und jetzt hier in der Hairpin rückt die Gruppe wieder ganz dicht beisammen. Oh, und da hat Keith auch einen Rutscher und sofort ist Manning zur Stelle und geht da durch. Jemand blickt noch weiter hinten. Bruno Araya P17, Hahn Sommer P18 und auf 19 Russell Breit. P20 haben wir dann Chris Robert und auf 21 hier unser Sebastian. Mehrfach unschuldig abgeräumt, kämpft er sich hier durchs Rennen. Aber ich denke mal, auch Sebastian kennt noch unser altes Motto, wer aufgibt, hat schon verloren. Davon völlig unbeeindruckt hier vorne unsere 2 Leader, Ted-Jan Blömen und Luke Teunissen. Die 2 Jungs fahren hier heute in ihrer eigenen Liga. Und ich bin immer noch sehr, sehr traurig, dass Josephine da vorne nicht mit eingreifen konnte, denn sie hatte eindeutig die Pace heute hierfür. Souverän auf P3 mit reichlich Abstand nach vorn, aber auch einem dicken Sicherheitspolster nach hinten. Tamas Bartfei, Vize-Champion letzter Saison. Hinter ihm John Stevens, Champion letzter Saison. Wird verfolgt von Janne Liemann, der jetzt unter Druck gerät von Jordan Westphal, der seinen Rückstand dazufahren konnte. Und dann weiterhin auf einem mehr als soliden 8. Platz unser Tommy. AJ Jesse, den wir auf P12 haben, konnte sich inzwischen von der Gruppe hier hinten lösen und seinen Rückstand zu Miguel Morland komplett zufahren. Und auch Josephine ist da wieder näher gekommen. Wir befinden uns aktuell in Runde 12 von 19 und Josie ist hier mit weitwunden Auto immer noch unterwegs. Sehr, sehr stark.
Und hier mal ein Blick nach weiter vorne. Jordan Westphal kämpft hier mit Janne Lehman um P6. Die beiden verlieren so langsam den Anschluss nach vorn zu Philipp Kuhnhardt, weil sie hier unerbittlich um die Position kämpfen. Und durch das Duell kann auch unser Tommy hinten wieder ein Stück aufschließen. Der Rückstand schrumpft sukzessive. Vorne Janne Lehman und Jordan Westphal da. Und da hören wir es auch. Tommy beobachtet die Jungs schon und wartet auf seine Chance. Nächster Angriff hier wieder abgewehrt. Janne Lehman kämpft da verbissen. Jetzt versucht Jordan Westphal außen. Seite an Seite geht es ja auf die Start- und Zielgerade runter. Seite an Seite fahren sie auch hier über den Zielstich Richtung Kurve 1. Und Tommy guckt sich das interessiert von hinten an. Schauen wir mal, wer hier die Nase vorne hält. Oh, und da kracht's. Tommy sagt gerade noch im Chat zu seinen Community. Oh! Ich hab einen Kontakt gekriegt. Ich glaube, da hat er Janne Lehman auch berührt. Beide abgeflogen und beide hinter Tommy zurückgefallen. Das schauen wir uns direkt jetzt gleich nochmal an. Sagt, dass das Auto in Ordnung ist. Oh, Tommy sagt gerade, er hat einen Contact. Trau mich nicht, die Hände vom Lenkrad zu nehmen, Damage zu drücken. Hoffen wir mal, dass das Auto nicht zu stark beschädigt ist. No Damage! Da ein bisschen mit Ansage, Freunde. Jordan Westphal and... Janne Lehman hier. Oh, okay. Oh. That was right in front of me. And it was first it was a scary situation. Second, I have told my community that this will happen. That was close. It looks like that I hit the car, but netcode, like Netcode, yeah. Good old netcode. Yeah, that hasn't ruined any races in the past. Wahnsinn, was für ein Rennen. Und auch Josephine konnte jetzt wieder Boden gut machen und ist an Keith Turner und Manning Grinham vorbeigegangen. Setzt jetzt hier Barry West richtig unter Druck. So wie es aussieht, können sowohl Janne Lehman als auch Jordan Westphal weiterfahren. Beide richtig Glück gehabt. Wir befinden uns aktuell in Runde 13 von 19, also haben wir immer noch ein Stück Weg zu gehen. Oh, und wir sehen es hier, Luke Teunissen konnte jetzt seinen Rückstand erheblich eindampfen. Der ist inzwischen bei unter einer Sekunde angekommen und setzt hier Ted-Jan Blömen unter Druck. Und wie gesagt, wir haben noch ein ganz Stück Weg zu gehen. Wir befinden uns jetzt hier in Runde 14 von 19. Und weiter hinten im Feld gab es den nächsten Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Schalten wir direkt hin. No, Josephine, No. don't do it. Don't do it. No. No, she's gonna do it. Oh no. Why? Oh no, okay. You guys silly? I'm still gonna send it. Come on, Josie. Okay, God okay, okay. damn. To be fair, at turn in, completely alongside. Yep. Yep. She was okay. It was spooky, but that was a completely legal move. Oh, das war grenzwertig, aber ihr habt es gesehen, Josephine hat ja sofort wieder ihren Platz hergegeben. Das hat sie selber noch gemerkt. Ich denke mal, Josephine wird da auch ein bisschen gefrustet sein. Sie weiß selber, dass er heute die Pace hatte, um hier zu gewinnen. Nichtsdestotrotz finde ich, dass Josephine ein ungeschliffener Rohdiamant ist und wir hier ein ganz, ganz großes Talent in unseren Reihen begrüßt haben. Jetzt lässt er auch die anderen Jungs hier ziehen. Ich glaube, jetzt ist auch ein bisschen die Luft raus. Da würde ich mal sagen, blicken wir schon nach vorne. Nächstes Wochenende dann sind wir in Phillip Island zu Gast in Australien. Eine sehr, sehr schöne und schnelle Rennstrecke, auf der auch schon einige legendäre Sunday Grand Prix Series Schlachten ausgetragen wurden. Oh, und Josephine geht jetzt hier an die Box. Ich glaube, die hat jetzt hier wirklich die Schnauze voll. Man kann es ihr nicht verdenken. 9 Rennen haben wir diese Saison ja noch auf der Uhr stehen. Da ist noch einiges möglich. Ihr habt es gesehen, bei 3 Splits, da werden die F2-Fahrer nicht ganz so viele Punkte abbekommen, wie das sonst immer üblich war. In Cadwell, wo es ja nur 2 Splits gab, hat Josephine dafür ordentlich dicke gepunktet. Und auch unser Tommy hat das registriert, der inzwischen auf einem mehr als hervorragenden 6. Platz liegt. Vielleicht mal gucken nach dem Rennen, so was da passiert ist, da mit da angeräumt worden ist. Thomas Sportfahrer hier auf P3.
Auf P4 weiterhin John Stevens und Philipp Kuhnhardt ist ja durch den Zwischenfall vorhin auf P5 nach vorne gerückt. Und er hat jetzt hier auch seinen Rückstand zu den anderen Jungs komplett zugefahren. Da muss John Stevens die letzten 3,5 Runden ganz schön zittern, denke ich mal. Sebastian Starke aktuell P20, ein gebrauchtes Rennen. Trotzdem kämpft er sich hier tapfer durchs Feld. Während hier im Mittelfeld immer noch gekämpft wird, Barry West, Manning Grinham und Keith Turner sind da immer noch dicht beisammen, die Plätze 13, 14 und 15. Aktuell befinden wir uns in Runde 16, also ist es nicht mehr so weit bis ins Ziel. Der einzige von unserer Mannschaft, der heute hier im zweiten Split überlebt hat, ist unser Tommy. Und der liegt auf einem mehr als hervorragenden 6. Platz. Mehr als 6 Sekunden Vorsprung auf Jordan Westphal und Janne Lehmann. John Stevens und Philipp Kuhnhardt sind auch jetzt schon relativ nah zusammen unter einer Sekunde. Mal schauen, ob die zwei es auch schaffen, sich gegenseitig da rauszukegeln. Während unser Leader Ted-Jan Blömen, der immer noch mit Luke Teunissen um die Führung kämpft, jetzt hier auf Lorenz Gabor aufläuft. Lorenz nach seinem schweren Crash am Anfang des Rennens hatte eine lange Reparaturphase und ist jetzt wieder rausgefahren. Und wir hatten den nächsten Zwischenfall, den wir uns anschauen sollten. Auch da schalten wir direkt hin. Sebastian Starke hier, auch careful and bam. Ja. And that, Oof. how do I say? Center. It's a classic incident at this. Kurzen Leck gehabt. Da würde ich mal sagen, ein Rennen zum Vergessen. Und deswegen vergessen wir es auch und blicken schon nach vorn. Circa 8 Sekunden vorm Tommy hier. Der Kampf um P4 tobt weiter. John Stevens die ganze Zeit unter Druck von Philipp Kuhnhardt. Knapp 2,5 Runden hat Philipp noch Zeit. Allerdings ist Tommy ziemlich weit weg von den Jungs. Sein Rückstand beträgt ja schon mehr als 8,5 Sekunden. Aber auch Tamas, der Drittplatzierte vor den Jungs, hat ein bisschen von seinem Vorsprung eingebüßt. Sieht man jetzt auch optisch. Und da stand auch Qualm in der Hairpin von John. Ich denke mal, die Jungs werden jetzt alle Probleme mit ihren Reifen bekommen. Und jetzt hier Start und Ziel gerade gibt es den nächsten Angriff. Beide Ferrari gebrandeten Fahrzeuge fahren hier auf die erste Kurve zu, Seite an Seite. Gleich auf da vorne. So wie es aussieht, kann John aber da immer noch vorn bleiben. Ein tolles Duell von den beiden Jungs. Wir sehen es hier, Philipp macht hier richtig Druck. Er will hier unbedingt in die Top 5 und ich denke mal, das gibt auch richtig dicke Punkte für die Meisterschaft. Philipp hatte ja schon beim Saisonauftakt in Rot Atlanta ein richtig starkes Rennen. Leider hatte er in der ersten Kurve auch einen kleinen Zwischenfall und musste das Feld dann von hinten aufrollen, hat aber dort immer noch ein absolutes Top-Ergebnis geholt. Ted-Jan Blömen liegt immer noch vor Luke Teunissen und wir hatten den nächsten Zwischenfall, den wir uns unbedingt anschauen sollten. Da schalten wir direkt hin. Turner, Keith Turner. Turner is out and also Barry West. There was no world in which that was working. Yeah, it looks like an invitation, you know, because you have so much space, but you must know. That's such a rhythm section. It's such a kind of Yeah. You must know. There is no invitation there if you actually know the flow of the track. Yeah, exactly. That's kind of, yeah. Sehr, sehr schade. Da haben sich zwei alte Sandy Grand Prix Series Recken hier kurz vor Ende selber aus dem Rennen genommen. Und unsere zwei Führenden, Ted-Jan Blömen und Luke Teunissen, werden jetzt hier gemeinsam die letzte Runde eröffnen. White Flag. Ted sieht hier vorne aber richtig stark aus und so wie es aussieht, wird er das auch ins Ziel bringen. Bis auf den kleinen Zwischenfall in der ersten Runde auch ein absolutes Top-Rennen von Luke Teunissen heute. Wie gesagt, den Unfall zwischen Luke und Josephine werden wir dann im Race-Debriefing nochmal in Ruhe auswerten. Oh, und Luke hat letzte Runde nochmal eine richtig schnelle Runde rausgefeuert. Eine 1:45,709. Ich denke mal, das wird die schnellste Runde des Rennens werden. Und auch John ist hier immer noch unter Druck von Philipp. Ich denke mal, hier ist die letzte Messe noch nicht gelesen, so nah wie Philipp dran ist. Hoffen wir mal, dass es beide auch sauber bis ins Ziel bringen. Wenn die zwei Jungs hier vorne das Ergebnis so ins Ziel bringen, denke ich mal, werden sie auch ihre Ambitionen auf die Meisterschaft heute anmelden. Das gibt ganz dicke Punkte für die Meisterschaft.
Während da John und Philipp immer noch Rad an Rad kämpfen. Tommy mit Abstand dahinter. Ein sehr, sehr ereignisreiches Rennen heute und ich bin schon mal gespannt auf die Highlights gleich aus dem dritten Split. Schauen wir mal, ob es da auch so rüde zugegangen ist. Und während die Jungs hier Richtung Ziel unterwegs sind, hat man den nächsten kleinen Zwischenfall. Schauen wir direkt hin. John Stevens lost the car. Oh, Oh, good avoidance. That was the last lap. Yeah. Good avoid. Here is a back marker. Yeah. Incredible. Yeah. And then I saw P5 just in front of me. Oh, und da hat John die Nerven und das Fahrzeug verloren, hat sich da an der Hairpin gedreht und Philipp konnte vorbeigehen. Vielleicht schafft es Tommy auch noch. Unsere 2 Leader gehen jetzt hier in die letzten Kurven. Katja und Blömen, die letzte Kurve. Ein ganz, ganz herzlicher Glückwunsch geht nach Kanada. Das war ganz schön knapp. Super Auf Rennen. P3 müsste dann auch Thomas Sportfeier Richtung Ziel kommen. Congrats to the podium. Da haben wir ihn auch im Bild. Ganz herzlichen Glückwunsch nach Ungarn. Auf P4 dann Philipp Kuhnhardt. Und wir schauen mal, ob es Tommy schafft. Ganz knapp P6. Oh, das war knapp, ey. Hinter John Stevens. Trotzdem ein absolutes Top-Rennen von unserem Tommy. Auf P7 haben wir dann Jordan Westphal. P8 Janne Liemann. Auf 9 kommt Ryan Torquote Richtung Ziel. Und auf 10 haben wir dann Daniel de Souza. P11 AJ Jesse, P12 Miguel Morland und auf P13 haben wir Manning Grinham. Hallo? Hallo? Ach, du warst weg. Ja, ich hab mich gemutet. Okay, ich war ganz alleine hier. Ach so, du armer Kerl. Ah, Schatz. Jesse ist abgeräumt worden am Anfang. Hab ich schon gesehen, ja. Wie, das war schon so schade. Ja, das ist frustrierend. Mann! I thought we had a good battle though, Jesse. AJ. Congrats, Podium. Echt, Moment, muss man diesen. Congrats, Podium. That was the best Ah, so, alle race im in effect I think I've ever Twitch had. sind jetzt You guys taub. were fantastic. Wie bitte? Ich hab grad genossen, sag ich. Und jetzt sind alle im Twitch taub. Great car from the AJ. That's great for the 130R. That was brilliant, mate. Ja. Oh, ich weiß, ich kann keinen Suzuka mehr sehen, jetzt ehrlich gesagt, ne? Thomas, Ja. Thomas, das war ein guter Ride. Wow. Hallo Adam, ey, ich habe dein Unglück nie gesehen, aber du warst ja schon nach der ersten Kurve weg. Jo, nicht erste Kurve, auf der Geraden. Okay. Ach du Scheiße, müssen wir gleich mal gucken. Ja, Oh, mal gucken. Giuseppine ist abgeräumt worden, aber die ganzen Championship-Leader haben sich alle gekillt. Ja, okay. Mike Christopher Jr. ist verunfallt. Ich werde jetzt hier... Aber ich habe mir die 5 Runden hier von Tommy angeguckt, die letzten Runden. Das war ja gigantisch gefahren, ja, Alter. Tommy, Hut ab. Richtig gut, Mann. Ja, vielen Dank. Ich habe von meinem Mentor gehört, du musst rund fahren. Und bevor wir uns jetzt die Meisterschaftstabelle anschauen, werfen wir doch nochmal einen Blick in den dritten Split rein. So, we have the third split. So, let's take a look. We have Let's take a look at the entries and the starting grid. 32 drivers. Well-known names. Well-known names. We have Robert Simkins, Art McEwan, Jason Krakowiak, Mark Cruikshank, Robert Simpkins. Byron Long, Ja. Wolfram Pfund, Wolle. Don Runkle here. Yeah. Here are the results from Yeah. the qualifying times. We have 1:46.2 for the leader for pole Giovanni position. Termeno on pole position. Yeah. Right in front of Davide Riccardi. Okay, we have a good starting position for Nathaniel. He's on P6, and right behind him it's Wolfram on P7. Yeah, and Byron started at what is this? It's P14. So the other guys, Kleber, 26. And Okay. Thomas Willershausen fell asleep at home. Okay, so let's start. Davide has a great start, but Giovanni can fight back and stay in front. Behind him, Chevorge and Mark Cruikshank. Oh, Yeah, slow getaway from me. that's okay. Hanks was even slower. It's a better start than in the second. Yeah.
Right now everything is okay. I can't see any cars. And also all of our boys had a good start. Yeah, it was quite uneventful to be fair. There were a couple of spills. But it looks like that Nathaniel lost some places, correct? Yeah, the launches have been his downfall at the minute. But Nathaniel is always careful at the start. Yeah. Oh, there's someone in the gravel. Oh, it's Kleber. Kleber. It's Kleber. Oh, Kleber. Completely wrong line for Kleber, and then there is no road anymore for him. Oh, there is another car. Chasing Krakowiak. Okay, he ended at the on the curb, and he has no. All the tires are in the air. Oh, there is another one. Take a look at the background. Oh, Chasing Krakowiak tries to get away from here, but no chance. Okay, here we have Bill. Oh, Bill. What happens to you, Bill? Oh, Bill was on the inside. Cold tires, cold brake, and then way offline, and then... Whoever that was in the problem was lucky. The guy behind him turned into him, Michael Lewinsky. And Jason can't get off the curb. Oh, what a shame. Also lap 1 here. Joseph M. Homan tries to overtake Art McEwen in the spoon corner, and he has to make a wide arc. Yeah. At the end of lap 1, we have Giovanni Termeno in front of Davide Riccardi and Jay Walsh, Mark Ruichenk on P4 and Travis McChristian on P5. Wolfram is in 9th place, Nathaniel is behind in P13 and Byron P16. Lap 2 and Christopher Schultheis was overtaken by Maison Pascal in the hairpin. At the end of the lap, Christopher takes back the place and Byron also tries to overtake, but he has to fall back again. Lap 3, the car behind Wolfram. Oh, careful! Ooh. So here we've got Alex Cunningham. The car is aiming in the wrong direction. A shitty place to spoon there. And then you have to wait. You have to wait. The car is... and finally, you get the car around. But he falls back to the end of the field. A little bit later, Mark Ruichenk overtakes Jay Walsh and go into 3rd place. Did everything right. Gonzalez. That's a nasty one. Oh, that's a nasty one. Double netcode. First netcode, second... not a place you want to pass early on in the race, to be fair. But Aitor let enough space, I would say, but there is a huge netcode taken. Yeah. And at the end of the lap, we have an overtaking maneuver. From Nathaniel. He passes Tom Carpenter for 12th place. Next one, Jack Mace. The Pedro. Oh, the classic. Ooh, yes. The turn 2 curve of death. But no touch at the wall. He was lucky. But he stands in a very bad spot and has to wait until the entire field has passed. Oh no. After his crash in the first lap, Michael tried to continue driving, but on lap 4 he pits. Too much damage on the car. Lap 5, and in the meantime, Giovanni, the leader of the race, was able to pull away a bit. Davide Riccardi is still behind him, now ahead of Mark Ruichenk on 3rd place and Jay Walsh on P4. And our Wolfram has a great race, he is still in P8 ahead of Nathaniel. Byron on P13. Next one, Joseph F. Homan. Oh, careful. Ooh, outside the corner. Too fast, too late braking. Not places and... Oh, he must wait all the time. Lap 5 and Jay Walsh managed to pass Mark Ruichenk again, and Jay is back on 3rd place. Wolfram and Nathaniel all the time fight for 8th place, and at the beginning of lap 7 Nathaniel is able to pass Wolfram. Andra Gomez here. Try to brake on curbs, it's not working. So the car is too fast, and then while turn in. Also for this split, but he's a high-rated driver with car number 3.
Travis McChristian, it's a teammate, oh no, from Don. Just for the, yeah, he was lucky and, nice move, dude. That looks awesome. Juan Ra, that was a hard impact, out of the corner. Yeah. Oof, ouch. Too much throttle on this Thunderfoot. one. Careful. Ooh, Oh yeah, this one. Oh, that was a dangerous move. Ooh, yeah, Jack had no chance to react. Yeah, but as you can see, he was careful. Yeah. Oh, and then dear, that was a couple of seconds later. Alec lost the car, and that was a hard impact. Looks like that the suspension is broken. Yeah. On the left side. Juan Jimenez from Carolina. Oh no, melted his engine. Oh dear. Oh come on. Oh dear. Probably he's an arse. Halfway through the race, and Joanmi continues to extend his lead over Davide. Yeah. Back on third place is Jay Walsh. Behind him, Mark Cruikshank on P4. And in the last top 5 place is now George Bartev. Nathaniel and Wolfram still together at the front in P8 and 9. A very strong race from both of them. Byron on P12 has also a strong race. Doesn't look too bad. George Bartev here, car number 1. Oh, the classic, and with an impact. Car number 1 is the highest rating here. Okay, we have 2 incidents in one scene. Here is Joseph. Car goes in the wrong direction. That hurts. Joseph here. That's, you have to come back to the track and then you have to accelerate. Not earlier. And then the car slips away. It doesn't help that it tracks as well. Okay. And right behind him, it's Timothy Close. Also, the car is touching the curb, and then you have no traction on the tires. Not just that, you've got no aero going under the car. Lap 12. Travis again here. Oh, careful! Lost the car. Don Runkel's teammate Nathaniel and Wolfram was able to pass by. So David Clapham here. That was so nasty. It's on lap 15. Don hold his line. Don hold his line. And then the other guy, we see David Clapham here. He steers a little bit to the right. You can see it. His nose. And then both cars came together and both into the wall, and the huge crash, and both cars are destroyed. The next one we have, it's on lap 16. It's Nathaniel. Oh, careful! Touches the guy in front of him, and get a little bit of damage on his wing. Also on lap 16, Byron takes a wide turn and overtakes Christopher. A nice move. Lap 17, Travis McChristian passes Nathaniel again for 6th place. Travis overtakes Michele Borghese in the fight for P5. Oh shit! And was then shot down by him. Oh dear. What should I say? Yeah, the guy in the camel car had been given he was faster. Nathaniel a hard time throughout that one. But I mean, at no point was that move on. He should have. The yellow car is too fast for that corner. You see, he's completely understeery. We don't know. That's good move from Michel. Do better. Do better. Next. Oh, careful. That was dangerous. I mean, like, he was entitled to that line. You know, final lap of the race, isn't it? Yeah. Oh, but look, Jake Callahan gives the place back. And congrats to Joanmi Zermeno. The winner comes from Spain. Davide Riccardi takes 2nd place, and Jay Walsh is on 3rd place. Behind them, Mark Cruikshank on P4 and Michele Borghesani on P5. Nathaniel Krüger behind them on P6 and our Wolfram on P7. What a good race for both guys. Byron takes 9th place, Robert Simpkins P16, Kleber Potaro P18 and our Bill P20. And after the finish line there was a huge crash where our Byron involved in. Because what happened here?
everyone is happy to finish the race. Only Byron. The race is over. There is. Sorry. And have a break like there's no tomorrow. Yeah. Wow. You see, these 4 lions, these 4 black lions. Ja. Christian Schultheiß einfach. Oh, Byron. Not my fault. You don't slam your brakes on after the start finish line. Yeah, that was incident review of the third split race from yesterday. But from my opinion, the third split was cleaner than the second. Yeah, you're completely right on this one. But it didn't take as long to get through it. Yeah, that's for sure. I would say in the second split there were more incidents. Yeah, you see Adams crash on the starting line. I think let's say goodbye. We hope next week that we have only 2 splits, but I think this season is going to be strange. Okay, guys, I have to say thank you very much for joining us. That was a review. We will see you next time and have a nice evening. Bye bye. Oh, good luck, chaps. Good luck, everybody. Ja, liebe Zuschauer, da sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Sehr, sehr schade für unsere Josephine. Ich glaube, sie hätte heute das Zeug gehabt, um hier das Rennen zu gewinnen. Nichtsdestotrotz haken wir das als Erfahrung ab. Schauen auf das nächste Rennen, Phillip Island. Bin mal gespannt, ob Josephine da dabei ist. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall denke ich mal, ist unser Tommy wieder mit am Start und unsere anderen Jungs. Da schauen wir mal, was die alle so leisten können. Würde ich sagen, sehen wir uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin bleibt alle gesund, vor allen Dingen uns treu. Macht's gut. No, mate, you got that wrong. So why would I brake check you then? Very unnecessary.
That was dangerous. Sorry, Ryan. You got lunges that you're going. Good race, Philip. Daniel, you were driving pretty dirty with all that weaving, swerving under braking. I thought we had a good battle though, Jesse. AJ. Congrats, podium. Great race, Thomas. Congrats, podium. That was the best race in impact I think I've ever had. You guys were fantastic. You did a great pass on me, AJ, down that straight into the 130R. That was brilliant, mate.